Willkommen zum Thema die Prüfungsangst besiegen. Angst macht uns oft zu schaffen, sei es die Angst vor dem Versagen bei der bald anstehenden Prüfung, sei es die Angst vor dem Erfolg oder die Angst vor der Angst, die mir eventuell mal wieder meine ansonsten sicheren Gefühle vertreiben könnte. Jeder von uns hat in seinem Leben Angst erlebt. Sie kann ein echter Stolperstein sein, der uns davon abhält, wirklich erfolgreich zu werden. Die Angst kann uns aber nicht ewig zurückhalten, wenn wir sie nicht länger gewähren lassen. Hi zusammen, ich bin Martin Gärtler von ForschenLernen.jetzt und will euch mit diesem Video eine womöglich längerfristig wirksame Idee zum immer wieder bohrenden Thema Prüfungsangst mitgeben. In dem anderen Video ging es um Versatzstücke, die einzeln nicht unbedingt bereits hinreichen, um die Prüfungsangst zu verlieren, aber in der Gesamtschau können sich daraus Aspekte ergeben, die euch je nach eigener Art und Prägung mehr oder weniger hilfreiche Anstöße geben werden. In diesem Video werde ich euch nun ein etwas anderes, ein strategisches Instrument vorstellen, mit dem ihr wie bei einem Depot-Medikament eine länger anhaltende Verringerung eurer Prüfungsängste erreichen könnt. Darum geht es. Sich selbst an der Modulbeschreibung orientieren. Es geht dabei um eine wertvolle Hilfestellung, die ihr während der Laufzeit eines Moduls immer wieder zur Hand nehmen könnt, nämlich die vorgegebene und verbindliche Modulbeschreibung. Diese steht immer allen Studierenden zur Verfügung, auch den Lehrenden, denn sie liefert das Framework für alle Beteiligten einer Lehrveranstaltung, eines Praxiskurses, einer Grundlagenvorlesung, einer Übung, eines Moduls halt. Wichtige Bestandteile beim Durchlesen der Modulbeschreibung sind diese beiden. Erstens ihre Daten und zweitens die definierten Qualifikationsziele. Zunächst zu den Daten. Wie viele Stunden Kontaktzeit solltet ihr im Verlauf des Moduls gehabt haben? Schaut in eure Modulbeschreibung hinein. Also Unterrichtsphasen, auch durch Video-Input oder Text-Input, durch Quizze, durch Übungsphasen und Laborstunden, was auch immer unter Anleitung und Begleitung durch Lehrende vorgesehen ist. Das ist die Kontaktzeit. Wie viele Stunden Kontaktzeit stehen in der Modulbeschreibung angegeben? Stunden sind dort übrigens Zeitstunden, also echte Stunden mit 60 Minuten, nicht Unterrichtsstunden von je 45 Minuten. Und wie viele Zeitstunden Selbststudium sind vorgesehen? Habt ihr das auf dem Weg zur Prüfung einigermaßen auch wirklich so gemacht? Habt ihr so viel fürs Selbststudium investiert? Ich weiß noch, wie das bei meinem Modul Medienproduktion war, das ich Semester für Semester in einem Masterstudiengang durchführte. Zu Beginn, beim Kick-Off sozusagen, habe ich immer erst einmal die Modulbeschreibung auf der Leinwand gezeigt und durchgesprochen. Schließlich muss ja jeder wissen, was und wie viel er zu tun hat. Und natürlich habe ich die Modulbeschreibung auch im Kurs unseres Learning Management Systems eingebracht. Und die meisten Studierenden staunten nicht schlecht. Denn das Offenlegen und gemeinsame Durchsprechen der Modulbeschreibung ist offenbar nicht Standard an den Hochschulen dieses Landes. Dabei könnte es schon ein gutes Mittel gegen Prüfungsangst am Ende sein, wenn wir zu Beginn klar besprochen haben, was zu tun ist in diesem Semester und warum es zu tun ist. Zu tun ist. Lernen geschieht ja nur durch Tun, nicht durch Zuhören und Erinnern und Wiederkäuen. Und große Augen gab es auch, weil das Verhältnis zwischen Kontaktzeit und Selbststudium so extrem war, wie meine Studierenden es nannten. Extrem. Die Zahlen lagen aber fest. Das Modul hatte einen Workload, also Arbeitsumfang von Beginn bis zum Ende, inklusive Prüfung, von 150 Stunden. Davon waren knapp ein Drittel Kontaktzeit mit mir, dem Dozenten. Und gut 2/3 Eigenarbeit, Selbststudium. Das kann man alleine leisten, manche bildeten freiwillig Lerngruppen, um gemeinsam die von mir Woche für Woche gestellten Aufgaben zu bearbeiten. 150 Stunden Workload, Studierzeit. Und davon Kontaktzeit nur 48 Stunden. Also Selbststudium 102 Stunden.
Ey, wenn du das vorher weißt und dich verdrängst, dann hast du doch für die knapp 4 Monate Modullaufzeit gute Angaben für deinen eigenen Lernplan, oder? Die Zeit, die man investieren muss, ist der eine ganz wichtige Teil der Angaben in jeder Modulbeschreibung. Der zweite, ebenso wichtige Teil steckt in dem Absatz Qualifikationsziele. Wie sind die Qualifikationsziele des Moduls formuliert? Der Learning Outcome. Was muss am Ende dabei herausgekommen sein? Wenn die Modulbeschreibung gemäß den Akkreditierungsstandards verfasst wurde, stehen dort Sätze, die beschreiben, was die Studierenden am Ende des Moduls können. Nicht nur wissen, sondern auch umsetzen können, handeln können, entscheiden können, evaluieren können. Fähigkeiten und Kompetenzen stehen dort angegeben, die man vorher voraussichtlich noch nicht hatte. Nirgends steht, dass man nur die sogenannten Vorlesungen des Dozenten am besten noch in seinen eigenen Worten in der Prüfung wiedergeben können müsse. Warum das so ist, das könnt ihr an der sogenannten Bloomschen Taxonomie ablesen, an den Lern- und Ergebnisniveaus. Sucht einfach mal nach Bloom, geschrieben mit 2 O, nach Bloomscher Taxonomie. Und wenn sie als in Schichten aufgebaute Pyramide dort dargestellt ist, dann könnt ihr an den Beschreibungen schon feststellen, die unteren Schichten sind die grundlegenden aus dem Bachelorstudium. Da soll man verstehen und sich gemerkt haben können. Je höher man aber kommt, bis ins Masterstudium hinein, steigt die Eigenleistung, die Eigenverantwortung, das eigenständige Handeln und analysieren und evaluieren können. Lest euch also die Qualifikationsziele eines jeden Moduls durch und versucht sie zu verstehen. Und fragt euch, hat das Modul, so wie es realisiert wurde, am Ende dazu beigetragen, dass ihr diese Modulziele, diese Qualifikationsziele, durch dieses Modul erreichen konntet? Nicht durch Wiederkäuen, nochmals gesagt, sondern durch euer Selbststudium vor allen Dingen. Durch die selbstgeknackten Nüsse. Ihr habt Prüfungsangst? Wer sich voll und ganz auf das Modul wie auch auf sein Studium eingelassen hat und sowohl sich die vorgegebene Studierzeit gegönnt hat, als auch immer mit Blick auf die Qualifikationsziele gearbeitet hat, der muss eigentlich keine Angst mehr haben. So viel zu diesem Instrument, sich an der Modulbeschreibung zu orientieren, mit dem ihr euch selbst von Semester zu Semester, von Modul zu Modul bis hin zur Abschlussarbeit stärken könnt. Angstfrei, da gut geplant vorgegangen. Auch im Berufsleben wird es darauf ankommen. So, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch damit einen Weg gezeigt zu haben, der die Prüfungsangst minimieren kann und der euch außerdem geplanter und selbstsicherer durch die Semester und den Abschluss gehen lassen kann. Lasst euch von der Modulbeschreibung leiten und dadurch nicht mehr von Prüfungsängsten davon abhalten, eure Ziele und euer höchstes Potenzial im Studium zu erreichen. Gutes Gelingen! Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, freue ich mich über ein Like und ein Abonnement meines Kanals. Hinterlasst mir auch gern einen Kommentar zu diesem Video. Dankeschön. Auf bald!